Zwiebelsahne geschnetzeltes macht mal selber. Ganz ohne Fixtüte, dafür mit cremiger Soße, leckerem Hähnchengeschnetzelten und Zwiebeln. Ganz einfach gemacht, schau dir das Video an. Auf jeden Fall. Tag. Tada! Tag zusammen. Wir machen heute eine schnelle Feierabendnummer. Bei uns gibt es halt Zwiebelsahne geschnetzeltes. Ja, so ein Tütenklassiker, ne? Richtig, aber ohne Tüte. Also einfach schnell eine leckere Nummer. Und ich würde sagen, ratzfatz, bekommt zu den Zutaten. Auf jeden. Ja, Zwiebelsahne geschnetzeltes, also erstmal eine Zwiebel. Das sind jetzt ungefähr wie viel? Mehrere. Steht im Rezept und verlinkt. Einfach reinschauen. Dann, wie heißt es, klar. Hier haben wir wunderschöne Hähnchenbrust, schon geschnetzelt. Also Hähnchen geschnetzeltes. Dann zum Anbraten ein unheimlich cooles Avocadoöl. Dann ein paar Gewürze. Hier haben wir schön Oregano. Dann Majoran. Hier haben wir wilden Thymian. Dann ein bisschen Schnitti, also Schnittlauch. Hier ist ein bisschen Panko, der für die Kruste, weil der ganze Körper wird ja im Backofen überbacken. Hier ist ein bisschen Stärke zum Andicken von der Soße nachher. Dann ein bisschen Parmesan, damit wir ein bisschen Käse auf die Kruste bekommen. Dann ein guter Schlag Brühe. Richtig, Geflügelform. Geflügelform. Was haben wir hier? Weißwein. Weißwein, damit die Soße auch ein bisschen Geschmäckle bekommt. Und ganz wichtig bei jeder Soße, Sahne. Aber nur ein Hauch. Ein Hauch, in Mühe. Ja, wie immer, Salz und Pfeffer. Ich würde sagen, der ganze Bums beiseite. Und dann fangen wir schon an mit dem Hähnchen, wa? So sieht's aus. Zuerst machen wir unser Pan heiß. Daran kommt jetzt ungefähr so ein guter Esslöffel Avocadoöl. Avocadoöl deshalb, weil Avocadoöl kannst du unheimlich hoch erhitzen. Ja, man könnte aber jetzt auch einen Butterschmalz nehmen oder ein Rapsöl. Klar, genau. Das passt auch. So, jetzt haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Jetzt tun wir gerade noch unseren Rest Zwiebel schneiden, wa? Genau. Ein Teil hatte ich ja schon vorgeschnitten, aber kommt immer wieder die Frage, welche Größe, und deswegen, Zeigen wir mal gerade. richtig. So, im Endeffekt einfach nur Zwiebelringe runterschneiden. So, ne? Ja, ich hätte es jetzt in der Mitte nochmal durchgeschnitten, so wie den Rest. Dann machst du das auch noch raus. Aber mach du, fühl dich Ja. frei. Wollte erst im Nachgang machen, dann machen wir das jetzt. So ist einfacher. Wie du magst. Männer neigen ja grundsätzlich dazu, alles ein bisschen komplizierter zu machen. Ein bisschen grober. Soll ich dich loben? Nö. Komm auch so klar. So. Pfanne müsste jetzt heiß sein. Jetzt geben wir hier unser Hähnchen rein. Ich glaube aber, ich gebe unser Hähnchen so schrittweise da rein. Einfach um die Pfanne nicht zu stark abzukühlen. Also heiß ist sie. Heiß ist sie. So, einmal verteilen. Und dann das Hähnchen von allen Seiten scharf anbraten. Und liegen lassen. Und liegen lassen, ganz wichtig. Denn Fleisch oder Hähnchen, egal was, wird nicht braun oder kriegt eine Kruste, wenn es ewig rührst. Aber wo wir hier gerade so warten. Du hast eben, als du die Zutaten vorgestellt hast, Ja. so schön gesagt, Oregano. Ja. Du bist im Team Oregano. Ja. Ich bin im Team Oregano. In welchem Team Verstehe ich bist du? den erst. Ja, gut, das ist wie bei vielen Sachen. Ich glaube, das Ja. ist genauso ein Ding wie Chemie und Chemie. Wobei ich Chemie nie verstanden habe. Chemie, ja. Oder So, der Chiemsee. Der Chiemsee, Wir sagen genau. immer hier, der Chiemsee. Chiemsee. Richtig. ist so. Ich glaube, da ist jeder anders. Hauptsache, du weißt, was die meint ist, oder? Ja. Also ich glaube, wir sind jetzt hier bei der Sprachpolizei. Also jeder Nein, kann ich was finde das aber mal ganz lustig. So, ja. 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 Ja gut, falls der ein oder andere Otto zuguckt, haben wir direkt die Antwort gegeben. Ich gucke jetzt an unserem Hähnchen. Wir wollen jetzt gar nicht zu viel Farbe hier dran haben und vor allem, ich will es auch gar nicht zu stark durchgaren. Sondern einfach nur das bisschen mal, ja, passt schon. Einfach ein bisschen Farbe dran gekommen ist und die ganze Sache ein bisschen zugegangen ist. Ja, und dass es doch gleich schneller im Backofen geht, ne? Richtig. Ich muss aber so, hast du ein bisschen Geschmack dran, noch ein bisschen durchspülen, das reicht uns schon. Jetzt kann die erste Charge raus. Wunderbar. Und die nächste rein. So, zweiter Rutsch. Och,
Kann man ja doch schon mal hier drehen. Na, guck mal, hier passt auch besser. Überall ein bisschen Farbe dran, hier so. Guck mal, so. Jetzt mache ich hier, die habe ich eben vergessen, hier habe ich den Nachtisch gemacht. Noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer dran. Einfach für den Geschmack. Und der ist ja nachher der Entscheidende. Oh ja. Wunderbar. Wie gesagt, das Hähnchen ist auf keinen Fall jetzt durch oder gar. Nur wenn wir das schon durchgaren würden, würde es nachher zäh in den Ofen. Und das wollen wir ja gar nicht. Ich will nur ein bisschen was Geschmack dran haben von der Pfanne. So, Pfanne lassen wir auf der Hitze. Jetzt kommen hier unsere Zwiebeln rein. So. Und die machen wir jetzt auch von allen Seiten. Nur so ein bisschen Farbe kriegen, so ein bisschen blond. Ja. Verschütt bloß meinen Wein nicht. Das sind schon nur 50 oder 60 Milliliter. Da darf nichts von daneben gehen. Ein bisschen Muss. So. So. Zwiebeln sind jetzt weich. Jetzt kommt daran ein bisschen Salz. Werden sie doch weiter. Die kriegen ein bisschen Geschmack. Und schon ein bisschen Pfeffer. Einmal verrühren. Der ganze Geschmack auch überall dran ist. Und jetzt löschen wir die ganze Sache mit unserem Weißwein ab. Einmal auch vermengen und dann die Menge Weißwein einfach nur verkochen lassen, und der Geschmack übergeht und dann die ganze Sache noch ein bisschen weicher wird. Wer sich jetzt wundert und sagt, von wegen, ja gut, das ist das Zwiebel-Sahne-Hähnchen, ja, bei uns ist aber ein bisschen eine andere Variante. Also wir haben ein Zwiebelsahne-Hähnchen schon bei uns auf der Homepage. Richtig. Schaut da gerne mal das Rezept. Hier bei dem Zwiebelsahne-Geschnetzeltes haben wir den ein oder anderen Kniff drin. Genau. Keine großartigen Veränderungen, aber da kommt gleich noch ein Löffel Senf, den ich eben bei den Zutaten vergessen habe dazu. Richtig. Und wir haben nachher eine kleine Knusperkruste mit ein bisschen Parmesan und Panko. Wir haben anstatt einer Gemüsebrühe einen Geflügelfond. Also so ein paar Kleinigkeiten, die das Ganze einen Hauch anders machen. Richtig. Ich meine, die ganze Sache ein bisschen geschmackvoller, sag ich mal. Es hat beides ihre Vorteile. Und die Garzeit im Backofen. Also wir arbeiten hier mit ein bisschen mehr Temperatur, damit die Zwiebeln einfach ein bisschen mehr aromatisieren. Dafür ist die ganze Garzeit ein bisschen kürzer, weil wir halt schon, Geschnetzeltes haben. richtig, ist halt anders durchgegart. Aber das ist doch auch insgesamt das Schöne beim Kochen, oder? Dass es viele Gerichte gibt, die sich alle ähneln, aber trotzdem jedes schmeckt für sich ein bisschen anders. Das Und ist das wahr. macht Kochen doch aus, oder? Das war. Deswegen hasse ich das doch immer, wenn so auf Originalrezepte verwiesen wird. Weil ich machen wir denke mir ja immer, einer hat angefangen und der Rest hat es nachgemacht und macht es nach seiner eigenen Schnüss. Und das ist auch gut so. Sag mal, einer hat mal gesagt, es gibt keine neuen Rezepte. Es gibt nur Abwandlungen. Richtig. So. Jetzt ein guter Schlag Senf, ein guter Esslöffel. Ich liebe das hier, ne? Ja, du bist der Tomi-Typ, ne? Ja. Der Tomi-Senf-Typ. Jetzt hier einfach den Senf unterrühren. Hätten wir auch eben schon machen können, ne? Vor dem Weißwein. Nö, ich wollte das erst ein bisschen Weißwein verkocht. Den Senf binde ich ja jetzt wieder. Jetzt eigentlich nur aufgießen. Also es kommt hier unsere Brühe rein. Dann unsere Sahne. Also Salz und Pfeffer noch ein bisschen. Dann unsere Gewürze. Das heißt unser Thymian. Ich liebe Thymian. Vor allen Dingen in Verbindung mit den Zwiebeln schmeckt das richtig ja. gut. So, dann unser Majoran. Immer so ein halber Teelöffel bis Teelöffel. So, wie du die Gewürze magst. Tue ich da frei. Ja, wir mögen das immer ein bisschen kräftiger. Ja. Hast du dir jetzt die Nuss gestoßen? Ja, hier das Ding hängt aber so tief. Hängt schon seit Jahren drüber auf. Die ganze Sache verrühren. So, die ganze Sache schön verteilt. Jetzt unser Hähnchen dabei. Jetzt siehst du die Konsistenz, wenn du dir gerade die ganze Küche versaust. Ja, ist noch relativ wässrig. 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 Jetzt haben wir hier unsere Kartoffelstärke. Die rühren wir einfach mit ein bisschen kaltem Wasser auf. Und einen Löffel. Und sie da sprei so. Einfach so, dass die gut verteilt ist.
Die kommt jetzt mit dabei. Und die wird uns gleich die ganze Sache binden. Ja, bei unserem anderen Zwiebelsahne-Hähnchen-Rezept haben wir mit Mehl gearbeitet. Richtig. Hier wollten wir jetzt den anderen Weg gehen. Kannst du dir aussuchen, wie du das machst, ist Wumpe. Wenn du jetzt mit Mehl arbeiten wirst, dann würde ich das Mehl vorher reinarbeiten, bevor du jetzt die ganzen Flüssigkeiten dabei gibst. Also wirklich die ganzen trockenen Sachen rein, Mehl drüber, einen Esslöffel, kurz mit anbräunen lassen, nicht so dunkel, sonst wird die Soße dunkel, dass sich überall alles verbindet und dann die Sachen aufgießen, kurz aufkochen lassen. Also hast du auch Bindung. Also viele Wege führen nach Rom. Dann kommt da ein Deckel drauf. Und dann kommt die ganze Sache in den Backofen. ...200 Grad, 15 Minuten, 20 Minuten. Dann sind wir fertig. Nee, sind wir nicht. Stopp, weil wir haben noch unser Panko und unser Parmesan. Also erstmal 10 Minuten warten und dann noch Kruste machen. So ist richtig. Aber erstmal aufräumen hier. So, dann schauen wir mal. Oh, heiß. Ja, das könnte ein bisschen Temperatur haben. So. Ah, guck mal, die Bindung ist schon da. Sehr gut. Sehr gut, ja. Das passt. Das soll uns jetzt reichen erstmal. Jetzt kommt darüber, da rein noch, habe ich eben vergessen, unser Schnittlauch. Ne? Schnitti geht immer. Schnitti geht immer. Ein bisschen das noch für Deko nachher. Den rühre ich schon mal unter. Da könnte man jetzt natürlich auch eine Petersilie Geht auch, klar. unterrühren. Aber Schnittlauch ist im Moment so unser Favorit. Oh ja. Passt aber auch gut zu den Zwiebeln und zum Hähnchen. Ja. Ich habe jetzt gerade hier noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran getan, weil ich gerade abgeschmeckt habe. Und damit wir das gleich mit Reis essen werden und Reis bekanntlich ganz gut Geschmack wegholt, habe ich noch ein bisschen kräftiger abgeschmeckt. Aber jetzt ist eigentlich der optimale Zeitpunkt, wenn du das rausholst, mal abzuschmecken und zu schauen, wo geht die Konsistenz hin, passt die Dicke von der Soße, passt der Geschmack. Aber die Dicke von der Soße passt uns perfekt so. Geschmack haben wir gerade ein bisschen nachjustiert. Soll uns so reichen. Und jetzt kommt oben drüber ein bisschen Parmesan. Einfach so ein bisschen, damit wir gleich ein bisschen Kruste kriegen. Weil gerade eben haben wir ja noch mit Deckel im Backofen gehabt. Und jetzt kommt es ohne Deckel in den Backofen. Einfach so überbacken. Ja, und da Parmesan ja auch das Maggi der Italiener ist, Gibt ja auch nochmal Geschmack. genau, kommen wir der Fixtüte mit der ganzen Sache doch sehr, sehr nah. Und oben drüber jetzt unsere Panko-Brösel. Das ist so ein Oma-Kniff, ne? Ja, So Semmelbrösel und so obendrauf für den bisschen Knack zu bekommen. richtig. Ist halt auch so ein Konsistenzding, ne? Das Ja. muss irgendwie immer passen. Ja. So, überall schön verteilen, auch am Rand. Und in der Küche. Ohne Wurzerei, es wird selbst gekocht. Richtig, genau so sieht es aus. Noch Finger waschen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das wandert jetzt noch mal für 10 Minuten. 10 Minuten, denke ich. Okay, in den Backofen. Ja. Einfach bis es schön goldbraun ist, also der Rest passt ja alles schon. So. Bis gleich. So, Kruste ist drauf. Raus damit, wa? Hunger. Ah, guck mal hier. Ich sehe doch nichts. Richtig gut, richtig heiß. Guck mal. Das sieht doch mal richtig toll aus, oder? Super. Dunkler darf das auch gar nicht werden, weil sonst geht es auch schnell in bittere oder so. Richtig. Deswegen nur so leicht anknuspern und das Panko macht den Rest. Genau. Hier ist schon unser Reis. Und ich würde sagen, schaffen wir. Ja. Schauen wir hier mal. Ah, schön Söschen. Und probieren, dass ich hier ein bisschen Kruste mit dabei bekomme. Ah, herrlich. Ist das nicht toll? Ja, ist ein einfaches, schnelles Essen, was du super in der Woche am Feierabend integrieren kannst. Oh ja. Und man hat es auch noch selber gemacht. Richtig. Und dann schmeckt es doch, nachdem man es gekocht hat, sowieso doppelt und dreifach so gut. Ein bisschen Söschen dabei. Das reicht uns. Oben drüber noch ein bisschen Deko.
Natürlich. Einfach so, hey, da es schön aussieht. Und so geht unser Zwiebel-Sahne-Geschäft, ne? Richtig. Rezept, wie immer auf unserer Homepage. www.ungers-kitchen.de. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Gerne nachkochen, gerne einen Kommentar drunter schreiben. Wie machst du das? Kennst du das schon? Hast du schon mal so gekocht? Kennst du den Standard? Benutzt du die Fixtüte? Sehr ruhig, Ja. ehrlich, schreibt in die Kommentare. Und die Frage an euch, welche Fixtüte sollen wir auch mal nachkochen? Gute Idee. Ja. Gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welche Fixtüte willst du mal ohne Fix haben. Einfach ohne reinschreiben. Kochen wir nach. Auf jeden Fall. Oh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ne? Tschüss. Ich guck mal, wie cremig das ist. Und ich weiß ganz genau, du gehst da jetzt mit dem Löffel rein. Oh, ich das mal holen. So, heute bist du aber lahm, hör mal. Ja, mit ein bisschen Kruste, Hähnchen dabei. Ja, geil. Geht klar, oder? Super. Tischdecken.